Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX8. Heute werde ich, wie es schon im Titel steht, eine Ölcatch-Can in den RX8 einbauen. Bevor ich mit dem ganzen Einbau und sowas anfange, möchte ich mich nur mal einmal bedanken bei den ganzen Support, bei den ganzen Abonnenten, Aufrufen und sowas und den ganzen Kommentaren, was im Moment echt krank ist. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei 1200, also kurz davor irgendwie 1200 Abonnenten zu haben. Und das MX5-Video, wo ich den MX5 in 10 Minuten so halt so einen Zeitraffer mache und so schnell aufbaue, das geht auch gerade komplett durch die Decke. Dazu an jeden, der die Videos guckt, liked, kommentiert und sowas. Riesendank an euch. Ja, ist echt krass, was im Moment so passiert. Ja, aber kommen wir jetzt mal zur Catch-Can. Ich habe hier einmal eine Mishimoto Oil Catch-Can. Das ist im Prinzip genau die gleiche, wie die ich im MX5 eingebaut habe. Beziehungsweise das ist jetzt gerade genau die gleiche, also das ist gerade die aus dem MX5. Weil die ich mir eigentlich bestellt habe, die hängt irgendwo im Zoll oder sowas. Da weiß ich auch nicht weiter. Auf jeden Fall ist die gerade irgendwo in den Niederlanden. Und ich denke nicht, dass die in den nächsten, keine Ahnung, 1-2 Wochen kommt. Deswegen nehme ich die jetzt aus dem MX5, weil im Moment kann ich sowieso nicht mit dem Ding fahren. Ich habe auch schon mal die Motorabdeckung abgemacht. Und zwar sieht man, der Motorraum ist sehr, sehr voll und da passt jetzt nicht wirklich irgendwo was hin. Außer dort vorne, und genau da will ich die Oil Catch Can auch hinpacken. Ich werde die einmal, sieht man das genau, hier unten an die Schraube dran machen. Dann mit irgendwie so einem L-Bracket oder sowas, muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Werde ich das einfach dran machen und dann wird die hier unten drunter sein. Der Schlauch wird gerade eben drüber gesetzt und die beiden Schläuche kommen hier vorne lang und dann dahin. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich will hoffen, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht so ganz genau nachgeguckt. Aber das werde ich gleich sehen. Und für alle, die sich fragen, was macht eine Oil Catch Can, wofür ist sie da und warum baue ich mir jetzt eine ein? Im Grunde ist sie dazu da, die Öldämpfe, die beim ganz normalen Automotor ist halt genau das gleiche. Im Prinzip soll die davon abhalten, dass die Öldämpfe, die wieder angesaugt werden, weil beim RX8 ist es jetzt zum Beispiel hier dieser Schlauch, hier werden die Öldämpfe wieder angesaugt, also die Öldämpfe, die halt im Motor passieren oder sich entwickeln, die werden halt hier angesaugt und hier wieder in die Ansaugung halt mit reingeflößt durch Unterdruck und sowas. Und das wird dann wieder angesaugt. Und dann passiert das, dass irgendwann mal beim RX8 jetzt die ganzen Ventile, also diese Secondary Shutter Valve zum Beispiel, dass das irgendwann dann mal verdreckt ist und man das Ganze sauber machen muss, genauso wie, dass das hier alles so ein bisschen ölig ist und sowas. Natürlich, man braucht es jetzt nicht krass unbedingt, also wenn du jetzt einen RX8 fährst und da das nicht eingebaut ist, kannst du ohne Probleme damit auch so lange fahren, wie der Motor hält, so 120.000 Kilometer. Aber ja, man braucht es jetzt nicht unbedingt, ich möchte es einfach reintun, damit ich halt Sicherheit habe, beziehungsweise damit es nicht so schnell verdreckt. Und was beim RX8 auch noch ein großes Problem ist, dass wenn man da ein bisschen zu viel Öl reinpackt in den RX8, wird der dir das auch anziehen und dann hast du den ganzen Ansaugtrakt verölt. Das hatte ich schon mal, das habe ich, wo ich den RX8 neu gekauft hatte. Hat, keine Ahnung, der Vorbesitzer oder irgendjemand, weiß ich auch nicht, oder die Werkstatt, die den Motor reingepackt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu viel Öl da reingepackt. Das wurde dann hierüber angesaugt und dann war das ganze Ding, also das ist der Schalldämpfer für die Ansauggeräusche, wo das hier halt drin sozusagen gesammelt ist, hier runtergelaufen, einmal komplett den Luftfilter versaut und sowas. Wenn die Ölcatch-Can eingebaut gewesen wäre, ist das ein deutscher Satz, ich weiß es nicht, wäre das Ganze nicht passiert, dann wäre das hier rein in die Ölcatch-Can und dann saubere Luft hier rein. Beim ganz normalen Kolbenmotor ist das so, dass man das über den Ventildeckel ansaugt und ja, das dann durch die Ölcatch-Can geht und dann hier drin gefiltert wird und dann geht es wieder hier rein, also wieder in den Ansaugtrakt. Ich denke mal, ich habe jetzt genug geredet. Ich werde mich jetzt da mal beitun, die Ölcatch-Can hier vorne reinzubauen und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich gleich irgendwas geschafft habe, was nennenswert ist. Gut, bis gleich.
So, ich habe jetzt soweit die Halterung fertig. Ich weiß nicht wofür, aber irgendwo hatte ich sowas rumliegen. Ich glaube, das war für den MX5 war das mal eine Halterung, also für die Batterie hinten. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen zusammengebogen. Hier oben war sowieso schon eine Mutter dran. Kann man das so sehen? Ja, komm, fokussier bitte. Ja, da kann man sehen, da oben war sowieso schon eine Mutter dran. Jetzt kann ich den dort unten zwischentun. Also ich werde den hier einmal abmachen. Dann werde ich da die Halterung zwischentun. Und dann kann ich den dann einfach da festmachen. Und die beiden Schläuche noch connecten. Und hier werde ich dann auch noch einen Schlauch drum tun, dass der so hier unten drunter und dann wieder hier drauf läuft. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ich werde jetzt soweit alles fertig machen. Und dann werde ich euch das gleich zeigen, wenn ich damit fertig bin. So, die Catchcan ist jetzt eingebaut. Wie man da sieht, da hinten die Schläuche oder die Leitungen gehen dahin, von da oben rüber und dann da hinten hin. Nicht wundern, ich habe jetzt keine Schellen drauf, weil von solchen kleinen habe ich keine mehr. Auf jeden Fall nicht von den guten, die ich benutze. Aber ja, jetzt ist die Oil Catchcan vorne drin. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das hier vorne sieht. Ich glaube, das ist zu dunkel dafür. Ne. Das ist jetzt hier auf jeden Fall hier vorne, dort und dort festgeschraubt. Und wenn man dann da unten runter guckt, ist dann da das kleine Bracket, was ich gemacht habe, was halt an der Schraube dran ist. Und das Ganze, da kann man dran wackeln. Da wird sich nichts dran tun. Ja, mega geil. Eigentlich echt simpel, ist eben fix eingebaut. Ja, so eine kleine Halterung kann man sich zum Beispiel auch aus so einen Winkeln machen, die man im Baumarkt findet oder sowas, oder einfach selber was zusammenschweißen. Ist echt recht simpel. Dann hier oben habe ich noch, wie ich schon gesagt hatte, den kleinen Schlauch hier ausgetauscht gegen ein kleines Stück, was ich mir gekauft habe, weil das hier etwas flexibler ist als das, was da dran war. Ist halt schon ein bisschen älter und sowas. Ja, jetzt wollte ich auf jeden Fall keine Angst mehr haben, dass irgendwie Öl im Ansaugtrakt ist und dass das irgendwie, keine Ahnung, nochmal das SSV-Ventil da unten irgendwie verdreckt oder sowas, weil das geht jetzt einmal von hier, geht dann hier vorne rein, wird dann hier gefiltert und geht dann hier vorne wieder rein durch den Ansaugtrakt. Wird im Prinzip durch das Vakuum, was hier entsteht, werden halt die Dämpfe hier rausgezogen, hier durchgezogen, dann hier unten hin. Und ja, das war's mit dem Video. Ich will hoffen, dass in der nächsten Zeit dann die andere Öl-Catchcan ankommt, die ich mir bestellt hatte, weil sonst kann ich mit dem MX5 nicht fahren. Aber ich denke, das wird schon nächste Woche irgendwann kommen. Hoffentlich. Ja, und das war's jetzt auch mit dem Video. Ich will hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar oder sowas. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, sagt mir mal warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.